Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Es gibt mal wieder viele Sachen zu zeigen, und zwar neue Bilder aus dem legendären Dungeon. Es wird jetzt offenbart, was es jetzt nur mit der vermeintlichen Dark World auf sich hatte, was wir ja alle vermutet haben. Jetzt haben wir die komplette Grafik zu dem kleinen Fitzel, den wir mal in dem Stream-Ausschnitt gesehen haben, und natürlich auch ja, für das Wochenende euch schon bekannte Events, die zum Geburtstagsevent erscheinen werden. Vorab aber nochmal schlussendlich nochmal ein kleines Schlusswort zu dem ganzen W50-Thema, weil das ja ziemlich aufbrausend waren, wie Brausetabletten für den einen oder anderen. Ihr habt ja schon gemerkt, ich hatte heute ein Video gemacht, wo ich auf diese ganze Thematik nicht mehr eingegangen bin. Ich hatte zwei Optionen zur Verfügung. Die eine Option ist, ich mache so weiter, wie ich bisher weitergemacht habe. So, das habe ich auch gemacht. Und lasse da Gras über die Sache wachsen, denn ich habe mich schon ausführlich damit beschäftigt. Und es ist auch nicht meine Aufgabe, danach noch 10 Statement-Videos zu machen. Denn dafür ist nun schon genug für Wirbel gesorgt worden, wie bei Chiropraktikern. Ja? Und für die, die es nicht wissen, die sorgen auch für Wirbel. Gut, aber mal das beiseite. Auf jeden Fall wurde zuhauf diskutiert in verschiedensten Plattformen. Da wollte ich jetzt nicht auch nochmal meinen Senf dazu geben. So, und wie gesagt, hätte ich den Weg genommen und hätte weitergemacht und die Kritik, in Anführungszeichen, totgeschwiegen, dann wären halt die Kritiker aus ihren Ecken gekommen und hätten dann gesagt, ja, so totschweigen ist natürlich das Einfachste. Wenn ich jetzt aber auf die Kritik eingegangen wäre, so wie jetzt zum Beispiel, ne, das aber schon vorab gemacht hätte, dann hätte es wieder aus der anderen Ecke gehießen, ja, schließt doch jetzt mal endlich ab mit dieser ganzen Thematik, wir können schon nicht mehr hören. So, mir war das Thema auch schon über und ja, schlussendlich kann ich da halt nur zu sagen, seid nicht so nachtragend über die ganze Sache. So, ne? Am Ende des Tages hat es für uns als Community einen Erfolg gebracht und den kann ich euch auch nochmal gleich zeigen, denn durch meinen doch etwas emotionaleren Ausbruch, sag ich mal, der aber trotzdem immer noch einigermaßen im Rahmen war. Ich würde nicht sagen, dass ich da überzogen habe. Ich habe halt nur aus Emotionen gesprochen, so, gut, das kann ich auf jeden Fall zugeben. Ne? Ist aber, denke ich mal, auch verständlich für die meisten von euch. Ne? Und ansonsten, ja, für alle, die jetzt noch danach noch irgendwie jetzt noch was zu dieser Thematik schreiben und dieses Thema nicht beenden können an der Stelle, dann tut es mir leid, dann seid ihr halt wirklich sehr nachtragend wie Umzugshelfer. Und ja, ich kann nur sagen, wir als Community haben durch diese Aktion was erreichen können und das ist im Prinzip das, was ich auch mit meinen Videos bezwecken wollte. Und ja, das hat mich jetzt in meiner Art und Weise so nochmal bestätigt. Hätte ich das vielleicht jetzt anders gemacht oder hätte ich das jetzt nicht ganz so emotional von mir gegeben, wäre es vielleicht zu einem anderen Entschluss gekommen. So ist es jetzt nun mal so gekommen, wie es ist. Und ich denke mal, das ist auch ein ganz gutes Schlusswort für dieses Thema. Das kann ich euch nämlich mal kurz zeigen. Und zwar gibt es eine Thematik hier im Forum, die erstellt worden ist, über dieses ganze Thema mit W50 und diese Spekulation. Am Ende des Tages ging es halt mir jetzt nur darum, nicht, dass W50 nicht erscheint, das haben viele, glaube ich, falsch verstanden, sondern mich hat es eher aufgeregt, die mangelnde Kommunikation zwischen der Community. Da muss man auch nochmal differenzieren, was ist jetzt die Community, ne? Weil da auch viele Unterpunkte nochmal gemacht haben zwischen Forum, Discord, YouTube, Facebook, Instagram, keine Ahnung, alles. Das sind ja alles Sachen, die sind mehr oder für sich einzeln. Leider, es gibt leider keine große Community, es gibt halt wirklich nur, und das ist halt das, was ich auch versuchen wollte zu sagen, es gibt halt in dieser kleinen Nischen-Community immer nochmal weitere Nischen-Communities, nochmal als Unterfunktion. YouTube ist dabei aber auch eine Unterfunktion, genauso wie das Forum eine Unterfunktion ist. Leider gibt es kein großes Ganzes. So, das kann man leider auch nicht vereinen. Leider können sich auch Discord und Forum sowie YouTube nicht vereinen, das lässt sich nicht machen. Auf allen Plattformen sind verschiedene Leute am Start. Ne? Und das finde ich halt nur ein bisschen schade. Und genau. Mehr hatte ich ja auch eigentlich da jetzt gar nicht zu kritisiert, dass halt wie gesagt die Kommunikation ein bisschen mangels Playa
ja, was schon sehr lange kritisiert worden ist, das hatte ich auch kritisiert und mir auch nochmal irgendwie zu unterstellen, dass ich bei jedem bisschen direkt Playa da angehe, das ist auch nicht richtig, denn ich habe im Gegensatz zu vielen anderen Leuten auch die, wo ich auch sehr viel einstecken musste von der anderen Seite mal wieder, als ich Playa verteidigt habe bei manchen Sachen, dann kam da von der anderen Seite wieder Sachen, ja, wie kannst du das nur so verteidigen und so. Es ist egal, wie ich es mache, man macht es nie richtig. So, ne? Was ich jetzt aber nochmal sagen möchte, ist, wir haben es geschafft als Community, nachdem hier ein Thread im Forum erstellt worden ist, hatte sich der Kotti hier nochmal zu geäußert, zu dieser ganzen Thematik mit W50 und was da eigentlich im Vordergrund steht. Diesen Beitrag hatte, damit wir das auch nochmal vollständigkeitshalber zeigen, der Psycho-Azubi geschrieben gehabt. Das könnt ihr euch sehr gerne nochmal durchlesen. Das lese ich euch jetzt nicht alles vor. Und das hat den Stein nochmal hier ein bisschen ins Rollen gebracht. Und dort hatte er nochmal das ganze Thema zusammengefasst. Und am Ende des Tages kann man halt hier sagen, hat der Community Manager geschrieben, Sodele, es wird da zukünftig etwas komfortabler werden mit den Ankündigungen, ähnlich den Event-Ankündigungen. So, und das ist was, wo ich wirklich sagen muss, top, das ist richtig cool, dass dass der Community Manager auf uns so reagiert hat. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache und für mich kann ich jetzt sagen, falls ich mal eines Tages nicht mehr Shakes and Fidget und YouTube hier machen sollte, kann ich von mir sagen und der Community, die zu der Zeit, was ihr seid, am Start war, haben wir es zusammen geschafft, dass wir für zukünftige Content Creator, Shakes and Fidget, Videomacher, aber auch die Community, damit die besser Bescheid weiß, eine Funktion hiermit erreicht im Spiel, dass sich Spieler und Creator in Zukunft besser auf alles vorbereiten können. Das ist eine Sache, die hat mir wirklich sehr am Herzen gelegen und das ist genau das, was ich halt mit meinen Videos auch erreichen wollte. Und ich denke mal, als Schlussfazit können wir das Ganze jetzt nochmal so stehen lassen. Gut, mehr möchte ich jetzt euch nicht auch zulabern mit dem ganzen Zeug. Ne? Das soll es jetzt wirklich von mir gewesen sein. Mehr werdet ihr zu diesem Thema von mir nicht hören. Ne? Ich spreche schon viel länger, als ich das eigentlich wollte zu dem Thema. Aber das ist halt bei mir so, ich ziehe halt alles in die Länge wie ein Kaugummi. Gut, dafür bin ich da. So, wir haben hier noch einmal die News zum Wochenende, die habt ihr bestimmt schon gelesen. Ne? Das sind die ganzen Sachen, die hier am Start sind, ne? Die ganzen Events, die hier laufen werden. Und noch ein paar kleine Side-Infos auf jeden Fall. Ne? Und genau, dann gibt es noch ein paar spannende Sachen zu zeigen. Die werde ich euch jetzt auch sofort anschaulich machen. Und zwar hatten Shakes and Fidget heute wieder gelivestreamt gehabt und die haben mal wieder Bilder vom Legendary Dungeon gezeigt und die möchte ich euch wie gesagt nicht vorenthalten. Wir fangen an mit diesem Bild hier. Das ist aus dem Dungeon selbst entstanden. Wir haben hier einen Dungeon-Gegner vor uns. Wir sind hier bei Stufe 26, also es ist kein Dungeon-Boss. Ne? Und ja, so sieht der Dungeon hier designt aus. Und wir haben hier jemanden, ja, ich glaube, einen Auftraggeber aus der Taverne. Ich weiß nicht ganz genau, was hier die Anspielung an ihn ist. Ne, könnte auch irgendein Spieler sein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, eine Figur aus dem Spiel hier. So, dann haben wir hier die nächste Tür. Hier haben wir auch wieder im ägyptischen Style hier oben die Schlangen. Ne? Und hier haben wir eine Falle und hier unten sehen wir aber den Boden leuchten tatsächlich. Ich weiß nicht, das sieht aus wie eine Lavafalle vor diesen zwei Türen hier. So sieht das für mich aus. Auf jeden Fall leuchtet hier der Boden. Ne? Ja, das ist das Bild. Dann haben wir einmal hier noch den Barkeeper am Start in der Zombie-Version, so wie es scheint. Und das ist tatsächlich der erste Zwischenboss, der uns hier gezeigt wird. Ne? Also der Dungeon wird wahrscheinlich in so einem Mix aus Ägypten-Style und Taverne, denke ich mal, sich darauf berufen. So, ne? Also das ist der erste Zwischenboss hier. Dann haben wir hier einen normalen Gegner. Ne? Das ist auch ein Questgeber hier, aber in Zombie-Form mal wieder. Also gegen die Zombies kämpft man halt. Wir müssen uns halt von den Zombies die Items wieder zurückholen, die sie uns geklaut haben, wie wir im Trailer gesehen haben. Und dann haben wir hier noch das spannendste Bild von allen. Und das ist eben das, wo wir vermutet haben, dass das eventuell die Dunkelstadt ist oder die dunkle Welt und so weiter und so fort, was wir da wie gesagt auf diesen kleinen Schnipsel gesehen haben. Das sieht mir ziemlich hart nach diesem Ding aus und damit wissen wir auch die Antwort,
darauf denn, dass es halt ja nicht wie vermutet so eine dunkle Stadt gibt, sondern eben das Teil hier. So, und was ist das Teil? Das wurde im Stream gesagt, das ist quasi die Roadmap, die wir von den anderen Legendary Dungeons schon kennen. Hier unten haben wir unseren Fortschritt, die 100 Etagen. Wir sind jetzt gerade bei Etage 18 hier nach dem Zeichen hier, nach dem Bild. Und hier haben wir die Zwischenbosse, 25, 50, 75, 100. Ne? Haben hier wahrscheinlich auch wieder so eine Schlüsselgeber oder was das hier ist. Ne? Und wir haben hier quasi halt die Dungeon-Karte. Wir fangen, glaube ich, an hier in der Taverne und müssen, glaube ich, die Arena und alles andere dann nach und nach befreien. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Sieht es aber auch so aus, als ob hier irgendwie ein Meteorit eingeschlagen ist, da wo sonst die Pets normalerweise sind. Also es sieht ziemlich spooky aus, auf jeden Fall alles, und ich bin sehr, sehr gespannt, was das Ganze mit sich, ja, auf sich hat so und was man hier noch so freischalten kann, was die ganzen Sachen hier noch, bewirken, ne? Auf jeden Fall sehen wir hier halt den Fortschritt. Hier oben sehen wir wieder die altbekannten Mechaniken, Gold, Schlüssel, besiegte Monster, Gegenstände und Epics und Truhen, die man aufgemacht hat. Ne? Ich bin gespannt, was hier diese Schlösser noch auf sich haben, weil das sieht mir nicht aus wie die Zwischenbosse hier. Ne? Ich glaube, die Zwischenbosse sind nochmal separat und irgendwie kann man hier noch was freischalten. Hier, das Ding haben wir schon freigeschaltet. Es sieht so aus, als ob man gegen die Taverne kämpfen kann oder so. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Schreibt mir da mal eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr denkt, was es sein könnte. Und das sind auf jeden Fall erstmal soweit wieder alle Informationen, die ich euch geben kann zum kommenden Update. Am Freitag ist es dann soweit. Um 18 Uhr startet der Legendary Dungeon und ab 16 Uhr startet schon mein Livestream hier auf YouTube. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir zusammen live diesen Dungeon erkunden könnten. Gut, das war es soweit von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertungen und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.